Hallo, ich grüße dich. Heute will ich dir mal einen Stellvertreter vorstellen. Und zwar diesen hier. Logistik, Unterstützung, Spezialeinheiten, Management. Was macht er? Erhöht die Erfolgschancen aller Spezialeinheitsmissionen, fordert automatisch Belohnungen für beendete Missionen ein, sei es denn, dies würde zu einem Überschuss einer Ressource in dein Lager kommen. Also ich sage mal, ich kriege jetzt 37.500 Gold rein. Wir hätten jetzt Spezialmissionen laufen. Da wo Gold rauszuholen wäre, das macht er dann nicht, weil das wird ja hinten rausfallen. Die müssen wir dann selbst reinholen. Findet die beste Truppkameradenkombination für die aktuelle Mission und berücksichtigt dabei die Boni der Truppkameraden, die sich auf die Erfolgschance auswirken. Gut, alles verstanden? Ja, wissen wir noch nicht, ne? Wir gehen mal rein. Missionen. Ich habe schon einige laufen, aber das ist egal. Das sind die Spezialeinheiten, also Spezialmissionen. Je nachdem, wie viel Spezialmissionen du gemacht hast, könntest du bis 32 frei haben. Hast du natürlich nicht bis 32, hängst irgendwo hier noch in der Luft, ja, dann hast du bist hier frei. Nur die Spezialmissionen, die du erledigst, werden aufgeschlossen freigegeben. So, was macht er jetzt, dieser Typ? Ich sage mal, ich zeige dir das bei einer 10, ne? Gehst hier unten dann rauf, wo du hin willst, dann klickst hier doppelt, so. Ja, sieht ja ein bisschen gut aus, ne? 20 Rubine, 2 Kisten, gehen mal rauf. Was wird er ab 100% bis 200% noch kriegen? Das ist immer hier, ne? Das oben ist 1 bis 100%. Also 100% solltest du auch auflegen. Wenn du den jetzt nämlich aktivierst, dann ist das Leben so schön auf einmal. Wollen wir mal machen? Pass auf, das ist ja der, den ich dir eben vorgestellt habe, den Glatzkopf, ne? Den aktivieren jetzt einfach mal, dann klickst du da unten rauf, wo wir ihn waren, ne? Hier, einfach hier in der Spezialmission. Kannst du unten einfach raufklicken, wenn du den einige Male hast. So, ruf hier. Eigentlich sind 3. Hier neben ist immer noch eine nette Dame, aber die benötigen wir jetzt nicht. Dafür brauchen wir nämlich ein... Achso, warte mal, ich mache erstmal den. 199 habe ich, wie du siehst. Ein Tag, 32 mal A3 Tage und 10 mal A7 Tage. Also wenn du den schon oft hast, dann funktioniert das schon so. Jetzt ist er aktiviert. Jetzt können wir nämlich, jetzt klicken wir einfach auf ihn rauf. Hier. Einfach rauf hier. So, siehst du. 100. Er guckt die Waffenaffinitäten selbst durch, die Waffengattung selbst durch, die wir hier brauchen, wie du siehst. Waffengattung Attentäter, Waffengattung Sturm, Waffengattung Sniper, Waffengattung Molotov. Alles drauf. Und hier hat er auch 4 Affinitäten. Es sind ja nur 4, ne? Der 5. ist rot, weil es sind ja nur 4 Truppkameraden. 100%. Alles perfekt. Einfach, ne? Wenn du jetzt sagst, ach ja, ich habe Zeit, das Spiel ist nicht mein Leben, ne? Dann kannst du hier raufklicken auf Gambit-Eingaben. Ich sag mal Item. Verbessere. Nimmst du den, kannst du nehmen, wenn du hiervon hast, du siehst hier ab 5661, sammel dir immer diese Items, das ist wunderbar. Klickst du den an und dann werden da 100 draus, 8 draus. Das ist für Truppkameraden, kannst du hier finden, ne? Also die Möglichkeit besteht jetzt bei 2 Ton, 2 Truppkameraden bis Stärke 8 zu finden, ne? Ist in diesen, ne? Also nicht 9er, 10er, das kannst du vergessen. Aber ist egal. Dauert jetzt ein Tag, 21 Stunden. Weil er müsste auch, glaube ich, ach ne, reduziert er die Zeit ein bisschen. War er das? Weiß ich jetzt gar nicht. Und ruf. So, jetzt können wir uns nochmal suchen. Dann gehst du hier wieder rauf auf Verfügbarkeit. Ne?
Wenn du jetzt natürlich viel Gold hast, also du benötigst schon Gold. Da, dein Safe sollte erstmal schon mal 20 Millionen hergeben oder so, sonst ist es auch eingepopelt. Wenn du natürlich jetzt die Spezialmission nur bis 5 frei hast oder so, dann nutze den nicht. Das kannst du auch mit der Hand aufnehmen. Da brauchst du meist entweder 1 oder 2 Truppkameraden nur. Da brauchst du ihn nicht für irgendwo. Ne? So, nehmen wir mal den hier, weil diese Zeitbooster, ach Quatsch, diese Verlangsamer, die kann man auch immer gebrauchen. Da kannst du 150 bei dir einlagern. Inventar. Hier, Warenkorb, ne? Edeka oder sonst wo. Und hier 142. Wenn ich jetzt verdoppel, kriege ich Nummer 10, das macht dann 152. Ja, da habe ich den voll, das ist doch egal. Weil wenn du den Glatzkopf aktivierst, dann mach auch Spezimission, dann zieh durch. So, dann gehst du einfach hier rauf, auf ihn, ne? Siehst du 9999, 3, 1, 2, 3, einen hat er nicht gefunden, ist auch vollkommen egal, er hat ja die 100%, ne? Ich hatte 142, ja, ich könnte jetzt verdoppeln, aber mache ich jetzt nicht, das lohnt nicht, dann habe ich jetzt 147, ne? Weil 2 würden hinten rausfallen wieder, wenn ich jetzt verdoppeln würde. So, dann machst du das weiter. Wenn du den nämlich aktivierst, dann machst du alle. Ja. Und zwar so, je nachdem, wie du frei hast. Du musst diese frei haben, 16, 15, 14. Deswegen lege ich dir ans Herz, mach Spezialmission. Das ist das Einfachste in diesem Spiel, wie sage ich mal, Hilfsmittel, Werkzeuge rauszuholen. Wo kriegst du denn sonst das immer her? Wo kriegst du denn gerade Rubine immer her? Rein hier, draufklicken und ab. Da brauchst du jetzt gar nicht mehr nachdenken, außer du siehst was hier unten. Hier, ne? 101 bis 200, wenn da was top drin ist. Gute, ich sag mal, Verdoppler mit Truhen, Rubine, dann musst du selbst mit der Hand auflegen. Er legt nur bis 100% auf. Wenn du natürlich jetzt welche hättest hier 8er, 9er nur statt 5er, 6er, dann kannst du auch rüber auf 120 kommen oder 130, 140. Aber er legt bis 100 eigentlich nur auf. Mehr nicht. Hast du zu wenig Truppkameraden, dann schafft er auch die 100 nicht. Er legt es auf, weil du beanspruchst ihn ja jetzt hier, ne? Also hättest du jetzt so wenig oder kleine nur, dass du hier nur bis 80 kommen würdest, das würde auch nur 80 machen. Da musst du selbst rumpopeln. Also wie gesagt, sieh zu, dass du Spezialmissionen machst. Du siehst, diese Tage lasse ich jetzt erstmal weg, einen Tag, weil das lohnt nicht, da ist nichts drin, dass ich da jetzt einen Tag. Kann natürlich sein, wenn du die jetzt aktivierst auch, weil alle 2, 3 Stunden oder so aktivieren die sich wieder neu, auch wenn sie noch laufen. Und dann kannst du wieder 3 belegen. Dann hast du nämlich die Möglichkeit, dass Rubine mehr reinkommen. Beim ersten Durchgang, ja, ist das Spiel immer ein bisschen knauserig, sag ich mal. Und gibt uns nicht so viel Rubine rein. Ist ja, ne? Das brauche ich nicht. Deswegen mache ich hier das 100. Das reicht mir voll. Komm, du siehst, wie ich hier einfach nur durchklicke. Und das ist das Schöne bei ihm. Deswegen hier Spieler hier, den könntest du auch machen. Das würde sich noch lohnen, weil den kann man. Pass auf, den, wenn du jetzt 101 bis 200 wolltest, müsstest du mit manuell auflegen, ne? Aber das war ja noch eine kleine Spezialmission, du brauchst keine 15er, 14er, dann scrollst du halt ein bisschen mal. Ich lege jetzt einfach einen 13er auf, so 45%. Ich sage mal, bei den bis 200 sollte der erste möglich 30 bis 40 Minimum schon haben. Dann hast du nämlich gute Chance, nur mit diesen Truppkameraden auf 200% zu kommen. Ne? So, und immer hier wieder rauf, ne? Waffengattung. Dann Affinität kannst du eine suchen, die noch rot ist. Die ist abgehackt, die brauchst du nicht mehr suchen, das bringt dir nichts. Ne? So, hier machen wir dann mal 10er. 90, wunderbar, wunderbar. Eigentlich würde jetzt beim zweiten 80 ausreichen. Aber wenn wir 90 haben, könnte der jetzt vielleicht auch sogar nur ein 8er bleiben. 125, ja gut, jetzt muss man einen 13er raufpacken, sonst wird eng, glaube ich. Affinität. Wenn da kein 13er ist, dann nimmst du den wieder raus und klickst auf den hier und da kriegen wir einen 13er und da nehmen wir dann den.
190. Siehst du, eine 10er Drohne macht 200. Ich versuche immer die 200 glatt zu kriegen. Wenn du mal bei 195 landest, ja, es kann natürlich klappen. Es kann aber auch daneben gehen. Ne? Wenn jetzt 100 Rubine drin wären und du bist hier bei 190, ich würde die auflegen, die Drohne. Auf jeden Fall. Ich würde die nicht weglassen, weil dann weiß ich ja nicht, klappt das oder klappt es nicht. Verstehst du? Du kannst für dich im Leben spekulieren, aber das Spiel spielt anders. Das Spiel spielt ihr eigenes Spiel, nicht du das Spiel. Wenn du jetzt willst, kannst du hier nochmal verdoppeln, wie gesagt, aber ich verdoppel den jetzt nicht, weil 2 reicht mir aus. Irgendwo. In 2 Stunden siehst du und fertig. Zack. So kannst du das machen. Das macht dieser Truppkamerad, dieser Stellvertreter, weil er jongliert mit diesen Truppkameraden, da haben wir keine Lust zu. Er sucht ja immer die Besten raus, die zusammenpassen für diese Affinität. Und dann mache ich auch YouTube. Also ich ziehe das durch. Bis 32. Oder je nachdem, wie weit du bist. Und umso öfter du das machst, umso schneller werden deine Truppkameraden ja auch gelevelt. Dann musst du das nicht in deiner Basis machen. Dafür badest du auch das Gold zum Leveln. Ja, dann kannst du hier auch auflegen. Ne? Und so nimmst du immer diese Tage auch mit, die man sonst gar nicht auflegt. Ich lege diese, die einen Tag dauern, gar nicht gerne auf. Aber wie du siehst, unten bei den bis 200 ist noch nichts drin, großartig. Aber wie gesagt, nimm diesen, der hilft dir ungemein. So, das war erstmal zu diesem Stellvertreter. Im nächsten Video zeige ich dir noch einen passenden Kommandanten zu ihm. Wenn du das als Pärchen machst, ja, dann ist wunderbar. So, bis zum nächsten Video, ne? Tschüss.